Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute geht es um Bitcoin Cash. Bitcoin Cash ist sozusagen eine Variante von Bitcoin, allerdings machen die einige Sachen anders. Es ist keine eigens entwickelte Kryptowährung, sondern es ist tatsächlich Bitcoin A oder Bitcoin Strich sozusagen, wenn man das so möchte. Denn es ist durch einen Hard Fork im August 2017 entstanden. Das bedeutet, die teilen sich, also Bitcoin Cash und Bitcoin, das normale Bitcoin, teilen sich die Blockchain bis zu Block 478.558. Da sind die einfach wirklich exakt gleich. Und danach teilen die sich auf, also sozusagen wie eine zweite Kette, die auf der ersten Kette basiert. Es geht quasi auseinander. Bitcoin hat halt einfach gesagt, okay, wir haben ab sofort diese Kette mit diesem Block als Grund und Bitcoin Cash hat gesagt, nein, wir haben unseren eigenen Strang sozusagen und das ist tatsächlich mittlerweile eine eigene Kryptowährung geworden. Das hat zur Folge, dass jetzt nicht nur, also alle, die vor diesem Block sich Bitcoin gekauft haben, zum Beispiel, nehmen wir an, ihr hattet 20 Bitcoin vor diesem Block irgendwann mal euch angelegt. Von mir aus habt ihr irgendwann, direkt am Anfang, irgendwann mal Bitcoin gemeint und habt die einfach behalten. Jetzt habt ihr nach diesem Hardfork, habt ihr das Ganze nicht nur in Bitcoin, also ihr habt nicht nur 20 normale Bitcoin, die bleiben euch ja erhalten, sondern ihr habt eben danach auch noch genau 20 Bitcoin Cash, nämlich dieselben 20 Bitcoin Cash quasi. Das heißt, die werden einfach dupliziert, weil ja die Kette davor dieselbe ist. Ihr habt dieselbe Transaktion und die habt ihr eben in Bitcoin Cash auf der Blockchain genauso. Das heißt, ihr besitzt die da auch. Und das ist ein spannendes Konzept, allerdings kann das natürlich auch leider schnell dazu führen, dass einfach jeder sagt, hey, ich will meine eigene Bitcoin-Chain kopieren, weil ich habe ja 50 Bitcoin, also habe ich danach auch 50 Bitcoin Strich. Und ja, schwieriges Thema. Viele fanden das furchtbar, aber im Endeffekt hat Bitcoin und Bitcoin Cash beiden einen starken Auftrieb in den Preis natürlich gegeben, weil jeder sich dachte, oh okay, Bitcoin ist jetzt aktuell 5.000 wert, von mir aus, das sind Zufallszahlen oder gerade in meinem Kopf ausgedachte Zahlen. Damals war es, glaube ich, noch nicht so teuer. Egal. Auf jeden Fall hat man sich gedacht, okay, jetzt ist Bitcoin gerade 5.000 wert. Nachher habe ich für eine Bitcoin aber gleichzeitig noch eine Bitcoin Cash. Also kann ich doch jetzt hier mir noch ein paar kaufen, weil danach habe ich ja 2 Kryptowährungen davon. Und das hat wirklich dazu geführt, dass der Preis ordentlich in die Höhe gegangen ist. Das heißt, wenn ihr am Traden seid und ihr seht, so ein Hardfork steht an, dann ist das meistens ein ganz gutes Zeichen, denn danach habt ihr halt wirklich 2 Coins. Und das ist schon echt beeindruckend. Okay, des Weiteren hat es natürlich einige Neuerungen gegeben in Bitcoin Cash. Und zwar wollte man das SegWit-Update von Bitcoin umgehen. Das heißt, ich mache hier gerade mal eins weiter vor. SegWit, das steht jetzt hier bei den negativen Punkten, das ist nicht in Bitcoin Cash enthalten, sondern nur beim normalen Bitcoin. Und man hat beim SegWit-Update gesagt, okay, alle Unterschriften, also quasi die Beweise, dass ihr auch wirklich eure Coins besitzt, die zählen nicht in die Blockgröße rein, sondern stehen nach dem Block. Dadurch wurde der Block essentiell ein paar 100 Kilobyte länger, also ungefähr 1,4 bis 1,7 Megabyte hat jetzt jeder Block. Davor war jeder Block in Bitcoin einfach beschränkt auf 1 Megabyte. Dieses Update wollten eben viele nicht haben und deswegen haben sie gesagt, hey, wir wollen das nicht, wir führen unsere eigene Coin ein, die genau Bitcoin ist, nur halt in besser. Wir sind das echte Bitcoin, war damals auch der Slogan von Bitcoin Cash. Was die stattdessen gemacht haben, ist, sie haben einfach gesagt, okay, wenn wir schon ein Problem haben mit diesen Transaktionen, wir können nicht mehr genug Transaktionen in einen Block packen, dann erhöhen wir halt einfach die Blockgröße. Das heißt, wir schrauben das Ganze hoch auf 8 Megabyte Blockgröße und haben somit exakt 8-mal mehr Platz als vorher. Somit hat Bitcoin Cash tatsächlich immer noch die Möglichkeit, mehr Transaktionen durchzuführen als Bitcoin nach dem SegWit-Update. Wie gesagt, nach dem SegWit-Update ungefähr 1,4 bis 1,7 Megabyte pro Block. Bei Bitcoin Cash sind es halt 8 Megabyte, sprich, Bitcoin Cash kann tatsächlich mehr machen. Im Mai 2018 gab es auch nochmal ein großes Update für Bitcoin Cash. Seither werden 32 Megabyte Blöcke unterstützt, aber natürlich so ein großer Block führt natürlich auch dazu, dass eure Blockchain größer ist. Das heißt, wenn das direkt am Anfang passiert wäre und die Blockgröße wäre auch immer ausgereizt worden, wäre die Blockchain von Bitcoin Cash jetzt 32 mal so groß wie die von Bitcoin und die von Bitcoin hat schon über 500 Gigabyte. Jetzt könnt ihr euch gerne ausrechnen, ich kann es euch auch kurz sagen, es sind 16 Terabyte, die die Bitcoin Cash Blockchain dann hätte. Ist natürlich ein Problem.
Und was natürlich auch noch reinzählt, ansonsten, es hat sich nichts geändert bei Bitcoin Cash. Es ist im Endeffekt genau dieselbe Währung wie Bitcoin. Es benutzt Mining, es benutzt denselben Algorithmus zum Minen, also man kann auch mit ASIC-Minern minen und so weiter und so fort. Es hat sich im Endeffekt nichts sonst gebessert, was natürlich ein großes, fettes Minus ist für Bitcoin Cash. Deswegen, ich bin auch nicht wirklich ein Freund davon, aber ich mag auch Bitcoin an sich nicht, weil ich denke, es wird überbewertet. Alles klar, ja, das soll es als kurze Einführung gewesen sein und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.